Die Motor- und Getriebeüberholung einer MZ TS 250-0. Wir fahren fort bei der Zerlegung und dem Ausbau des Motors. Wenden wir uns jetzt der Demontage des linken Gehäusedeckels zu, denn wir wollen uns langsam steigern. Diese Demontage ist schon etwas anspruchsvoller. Es geht los mit dem Kupplungszug, den wir zuerst oben am Lenker aushängen. Die Einstellrändelschraube am Kupplungshebel ganz hineindrehen, die Schlitze ausrichten und durch Ziehen an der Hülle den Zug aushängen. Unten am Gehäusedeckel lässt sich nun die Seilhülle hochschieben und der schwarze geschlitzte Stecknippel herausziehen. Die silberne Stützhülse kann jetzt mit einem 19er Maulschlüssel herausgedreht werden. Der Kupplungszug hat sich bei mir hier schon von selbst aus der Zugspindel ausgehängt. Jetzt lassen wir erstmal das Getriebeöl ab. Dazu gibt es unter dem Motor eine Ölablassschraube, die auf einem schrägen Dom im Gehäuse sitzt, der nach hinten in Richtung des Ständers weist. Nur das ist die Ablassschraube. Hier können wir erwarten, dass etwa 600 Kubikzentimeter Getriebeöl ausfließen. Die Ölablassschraube sollte eine mit einem Magneten in der Mitte sein. Hier begutachten wir die Anhaftungen, ob außer schwarzem Feinabrieb eventuell auch Späne zu sehen sind, was auf einen größeren Defekt schließen ließe. Etwa 150 Kubikzentimeter Öl verbleibt dann noch im Primärantrieb. Die lassen wir aus der untersten mittleren Schraube des Gehäusedeckels auslaufen. Damit möglichst viel abfließt, hilft es, unter das rechte Ständerbein einen Holzkeil zu legen. Damit neigen wir die Maschine etwas und es muss nachher beim Abnehmen des Gehäusedeckels nicht so viel Restöl aufgefangen oder aufgewischt werden. Insgesamt sollte jetzt ca. 750 Kubikzentimeter Öl ausgeflossen sein. Eine deutlich geringere Ölmenge entlarvt in der Regel einen Wartungsmangel. Ist hier mehr rausgeflossen und stinkt das Öl dazu sehr unangenehm, deutet dies auf einen defekten Kurbelwellendichtring hin und es konnte Benzingemisch ins Getriebeöl gelangen. Unser Öl hier ist relativ sauber, enthält keine Späne oder groben Abrieb und stinkt auch nicht. Jetzt nehmen wir noch den Schalthebel ab, nur die Klemmschraube lösen und den Hebel nach außen von der Keilwelle ziehen. Anders als bei anderen Motorrädern bleibt der Kickstarter bei der MZ am Deckel dran, wenn man sich das Leben nicht unnötig schwer machen will. Sein Mechanismus ist innen im Deckel verbaut. Wir wenden uns jetzt dem Verschlussdeckel der Kupplungsgrobjustierung zu und drehen seine 3 Schrauben heraus. Ich tue mich hier etwas schwer, das Deckelchen abzunehmen, weil Dichtmasse den Deckel festkleben lässt. Seinerzeit wollte der Deckel partout nicht dicht werden, obwohl ich eine neue O-Ring-Dichtung eingesetzt und die Deckelfläche plan geschliffen hatte. Am Ende habe ich den Deckel dann zusätzlich mit Dichtungsmasse eingesetzt. Das ist natürlich so nicht vorgesehen und handwerklicher Murks. Das rächt sich jetzt, denn die Dichtmasse klebt den Deckel fest und ich muss versuchen, ihn zu lösen, ohne ihn zu vermacken oder zu zerkratzen. Die Sauerei ist perfekt. Überall klebt die Dichtungsmasse und die Teile müssen mühsam davon befreit werden. Die zentrale Kupplungsmutter unter diesem Deckelchen muss erst gelöst werden und der Kupplungseinstellmechanismus herausgenommen werden, bevor wir den Seitendeckel abnehmen können. Bei herausgedrehter Zündkerze lässt sich der Motor über diese Kupplungsmutter leicht drehen, denn die Kupplung sitzt direkt auf der Kurbelwelle. Mit dem Holzstiel des Kunststoffhammers im Auslasskanal kann man den Kolben und damit die Kurbelwelle blockieren, ohne weitere Zahnräder oder Lager belasten zu müssen. Hier in meinem Fall löst sich die Kupplungsmutter sehr viel leichter als erwartet, wo sie doch eigentlich mit mindestens 80 Newtonmeter festgezogen sein sollte.
Wir werden später sehen, ob die Kupplung trotzdem ordentlich auf ihrem Konus festsitzt, denn darauf kommt es letztendlich an. Bei abgeschraubter Mutter erkennt man, dass hier das Gewinde auf dem Kurbelwellenstumpf beschädigt ist. Es wurde offenbar an den Übergängen gut nachgearbeitet, denn die Mutter lässt sich leicht auf- und zudrehen und es sind auch noch genug tragende Gewindegänge vorhanden, dass diese Beschädigung hingenommen werden kann. Zumal ansonsten dies allein den Ersatz der Kurbelwelle bedeuten würde. Jetzt sind wir soweit, um den Deckel abnehmen zu können. Alle Schrauben ringsherum am äußeren Rand des Deckels werden gelöst und herausgenommen. Die Schraube auf der Fläche, ungefähr in der horizontalen Mitte des Deckels, knapp über dem Schalthebel, kann drin bleiben. Sie hält nichts fest außer sich selbst, sondern dient lediglich als Ölüberlauf für zu viel eingefülltes Getriebeöl. Durch vorsichtiges Klopfen mit einem Holz gegen die angegossenen Nasen des Deckels lösen wir die klebende Deckeldichtung. Mit einer Hand vorne am Deckel und die andere am Kickstarter lässt sich dann der Deckel gerade über die Schaltwelle herausnehmen. Sobald der Deckel aus der Keilverzahnung der Schaltwelle heraus ist, können wir ihn ankippen, um ihn an der Fußrastenanlage vorbei zu bugsieren. Das ist schon beim Ausbau sehr fummelig. Deshalb empfiehlt es sich, beim Wiedereinbau des Deckels die Fußraste vorher abzubauen. Dann lässt sich der Deckel gerade ansetzen, um die Rückholfeder des Kickstarters über ihre Gegenlager positionieren zu können, und man läuft nicht Gefahr zu verkanten und den O-Ring im Deckel für die Abdichtung der Schaltwelle zu beschädigen. Vor uns sehen wir jetzt die Kupplung und das große Zahnrad des Primärantriebs. Der nächste Demontageschritt ist heikel. Wir müssen die Kupplung von ihrem Kegelsitz auf der Kurbelwelle abziehen. Dafür sollte man nur einen guten, extra dafür gemachten Kupplungsabzieher verwenden, denn dabei kann man ansonsten großen Schaden an der Kupplung und der Kurbelwelle selbst anrichten. Es muss nicht nur das Gewinde der Abziehhülse in die Kupplung passen, sondern das Druckstück unter der Schraube, das auf den Kurbelwellenstumpf drückt, muss flach sein und genau passen. Hier ist Improvisieren strikt verboten. Zunächst prüfe ich das Werkzeug. Das Gewinde des Abziehers passt gut und lässt sich ganz hineindrehen. Das Druckstück ist für die Auflage auf dem Kurbelwellenstumpf passend und wird in den Abzieher eingesetzt. Die Schraube drückt später über das Druckstück im Abzieher gegen den Kurbelwellenstumpf und über das große Gewinde des Abziehers wird an der Kupplung gezogen. Hier treten große Kräfte auf, wie wir sehen werden. Der Abzieher lässt sich einfach kontern, indem wir den Maulschlüssel auf der Fußraste abstützen. Jetzt drehen wir die lange Schraube in den Abzieher hinein, bis sie das Druckstück gegen den Kurbelwellenstumpf drückt. Wenn die Kupplung jetzt leicht abgeht, war sie nicht richtig drauf. Mit einem lauten Knacken wird die Kupplung plötzlich frei. Genau so muss es sein, wenn der Außen- und der Innenkonus in Ordnung sind und die Montage korrekt erfolgt war. Diese wichtige Arbeit hat mein Vorgänger an dieser MZ offenbar gut gemacht. Jetzt können wir die gesamte Kupplung von der Kurbelwelle abnehmen. Die Konusfläche innen sehen wir uns genau an, ob sich hier keine Beschädigungen wie Grate, Riefen oder Ausbrüche finden, die eine sichere Wiedermontage in Frage stellen könnten. Unsere Kupplung sieht neuwertig aus und hat zuvor einwandfrei funktioniert. Sie kann also später genauso wieder eingebaut werden. Hinter der Kupplung ziehen wir zuerst eine dünne Wellfederscheibe und dahinter eine dickere Axialscheibe ab. Das Kupplungsmitnehmerzahnrad läuft auf einem zweireihigen Nadellager. Wenn dieses Nadellager wiederverwendet werden soll, ist es ratsam, seine Einbaurichtung beizubehalten und sie dafür beim Ausbau zu kennzeichnen.
Nadellager, die lange in eine Richtung betrieben worden sind, vertragen oft den Drehrichtungswechsel nicht und zerlegen sich danach schon nach kurzer Zeit. Hinter dem Kupplungsmitnehmerzahnrad befindet sich noch eine stabile, ca. 2 mm dicke Distanzanlaufscheibe. Sie liegt mit ihrer kleinen Phase hinten am Kurbelwellenabsatz an und bestimmt das Axialspiel des Zahnrades. Ist sie blau angelaufen, dann war das Axialspiel des Zahnrades zu gering. Beim Wiedereinbau ist dieses Axialspiel neu zu vermessen und mit dieser oder einer der beiden anderen von den insgesamt 3 in Frage kommenden Scheibenstärken, die man dazu geliefert bekommt, wieder neu einzustellen. Die Lauffläche des Nadellagers auf dem Kurbelwellenstumpf darf keine fühlbaren Riefen oder Absätze aufweisen. Diese Fläche schauen wir uns daraufhin nach der Demontage der Kurbelwelle noch einmal genauer an, ob sie noch brauchbar bzw. durch eine Politur wieder aufarbeitbar ist. Der Kegelsitz hat offenbar einige Montagespuren und kann auch eine Politur vertragen, ist aber ansonsten noch brauchbar. Hier muss der Innenkegel der Kupplung später wieder gut von selbst festklemmen. Das heißt, die Fläche muss vor allem im korrekten Winkel geschliffen sein und noch einen ausreichend hohen Anteil glatte tragende Flächenanteile aufweisen. Wenn also hier keine Grate und Kanten vorstehen, sollte das schon genügen. Der vorbildliche Knack hat ja bewiesen, dass die Verbindung in Ordnung war. Bei einer korrekten Wiedermontage sollte daher diese Verbindung auch wieder halten. Als nächstes können wir das große Primärzahnrad abnehmen. Dazu biegen wir das Schraubensicherungsblech mit einem Schraubenzieher auf, nicht mit einem Hammer schlagen, und blockieren das Zahnrad nach der Empfehlung von Dirk Wildschrei genau an dieser Stelle. Die Mutter sollte mit 80 bis 100 Newtonmeter Drehmoment festgezogen sein, was einen ordentlichen Krafteinsatz beim Lösen erforderlich machen würde. Aber bei mir löst sich diese Mutter merkwürdigerweise ganz leicht. Das Primärzahnrad sitzt in aller Regel nicht sehr fest auf seiner Welle, trotzdem sollte man nicht versucht sein, es irgendwie runterzuhebeln, weil es dabei verkantet und der Hebel dort, wo er sich im relativ weichen Gehäusematerial abstützen würde, Katschen hinterlässt. Beschädigungsfrei und fachgerecht geht es mit einem Abzieher. Ich verwende hier einen alten Universalabzieher, um das Zahnrad sanft von der Getriebewelle zu ziehen. So, nun sind die Demontagearbeiten unter dem linken Gehäusedeckel abgeschlossen und im nächsten Video wenden wir uns der Demontage des Zylinderkopfes, des Zylinders und des Kolbens zu, demontieren auf der rechten Motorseite noch ein paar Deckelchen und heben endlich den so schon maximal erleichterten Motor aus dem Fahrwerk.